Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf die sogenannte Kassenbonpflicht, die wiederum nur ein Teil der sogenannten Kassensicherungsverordnung ist oder, wie Freunde diese auch nennen, die Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr. Kurz Kassensich. Deutsch kann so eine erotische Sprache sein, nur eben nicht hier. Oder, wie der schmierige Imbissbesitzer auch sagen würde, hey, wir sind doch gute Freunde, oder? Dann müssen wir doch deine Bestellung nicht elektronisch erfassen. Ich schreibe dir gern eine fast erwischt, eine Übersicht über deine Bestellung, schlage da die 19% Mehrwertsteuer noch drauf und du bezahlst mir das dann unter der Hand. Das ist für uns beide ein Gewinn. Ich spare mir die lästigen Steuern und gebe dir noch einen Uso aus. Also nicht den guten, sondern den ich immer zum Säubern der Pinsel benutze. Aber hey, als Kleinkriminell, fast erwischt, als Kleinunternehmer ist es auch ziemlich schwer, zwischen den ganzen Steuerbetrügen auch noch arbeiten zu müssen. 4,8 Sterne auf Yelp. Der Kerl hat 4,8 Sterne auf Yelp. Wieso? Die Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr, schlechtester Song von Deichkind übrigens, hat das große Ziel, den Steuerbetrug in Deutschland an den elektronischen Kassen zu minimieren. Denn davor war es immer noch möglich, Aufträge, die eigentlich schon längst bezahlt waren, einfach zu stornieren und das Geld damit an der Steuer komplett vorbei in die eigene Tasche zu schieben. Enron wäre auf viele Restaurants, die das über Jahrzehnte erfolgreich praktizierten, sehr, sehr stolz. Aber genau das soll nun die Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr, schlechteste Achterbahn Disney World, verändern. Vor allem mit der sogenannten Kassenbonpflicht. Geschätzte 10 Milliarden Euro sollen jedes Jahr dem Staat verloren gehen. Nachträglich würden Kassen manipuliert und Einnahmen wieder aus den Bilanzen verschwinden. Der Bundesrechnungshof fordert deshalb schon seit 17 Jahren immer wieder, dass die Kassensoftware sicherer gemacht wird, unangekündigte Kontrollen vor Ort stattfinden und die Strafen für Manipulationen verschärft werden. Ab jetzt gilt die Kassenbonpflicht. Die Idee, eine gedruckte Quittung für den Kunden, kann später nicht mehr manipuliert werden und Kontrolleure können so die Bilanzen in den Kassen gegenprüfen. In anderen Ländern ist die Pflicht zur Quittung längst eingeführt, in Italien erstmals bereits 1983. Und beispielsweise gilt auch in Österreich, Portugal, Schweden, Slowenien und Tschechien inzwischen eine Bonpflicht. Dann würde ich mal sagen, das war's hier und wir können heute früh in den Feierabend. Keinerlei Probleme. Also alles schick. Super, dann kann ich auch meine U-Bahn erwischen. Und für die 5 Minuten Wartezeit habe ich noch einen kleinen Umtrunk. Wäre da nicht noch etwas? Denn das erste Ziel der Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr, auch dieses Jahr als sexy Halloween-Kostüm erhältlich, war es ja, die elektronischen Kassen sicherer zu machen. Nämlich, dass man diese nicht mehr manipulieren kann, sondern sobald ein Auftrag gestartet wird, wird dieser nun auch sofort erfasst, sowohl für die eigene Buchhaltung als auch für das Finanzamt. Außerdem werden nun echte Rechnungen gelegt, also mit Rechnungsnummer und ausgewiesener Steuernummer und nicht wie vorher, gerade bei vielen Restaurants lange Jahre sehr beliebt als Zwischenrechnung, Rechnungsentwurf, Bargeldbeleg, Vorabrechnung oder Zwischenbeleg bezeichnet. Was sie aber nicht zu Rechnungen machte, die erfasst werden müssten. Und trotzdem wurden diese dann dem Kunden vorgelegt und abgerechnet, aber die Summen erschienen niemals in den Büchern. Denn diese Zwischenrechnungen, Rechnungsentwürfe, Bargeldbelege, Vorabrechnungen oder Zwischenbelege sind und waren nur kreative Namen, um den Staat um die Steuer zu prellen. Und den Kunden, denn dieser durfte die eingepreisten 19% Mehrwertsteuer noch dazu bezahlen, obwohl die auch nie an den Staat gingen. Wenn man schon betrügt, dann wenigstens hier richtig. Und wenn du dich jetzt fragst, Augenblick mal, das Thema kommt mir so bekannt vor, dann erst einmal Glückwunsch, dass du einer der 3 Zuschauer bist, die schon vor 3 Jahren hier bei der Show waren, denn schon damals waren die manipulierten Kassen das Thema hier in der Show. Und was sind wir seitdem weit gekommen? Ungefähr 10 Zentimeter oder wie auch immer ein Kassenbon lang ist
wo ein Homer ausgedruckt wird mit seinem Nein. Denn so sinnvoll die Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr beliebtestes Tool in 2019 ist, gibt es nur ein kleines Problem dabei. Und das betrifft uns Kunden. Ab Januar aber müssen die Mitarbeiterinnen jedem Kunden einen Bon aushändigen oder zumindest anbieten, auch wenn der Kunde nur 5 Brötchen einkauft. Der Papierverbrauch, der dadurch entsteht, ist tatsächlich enorm. Juniorchef Martin Hennig rechnet nach. Täglich kommen 45.000 Kunden in die 75 Filialen seiner Bäckereikette. Macht bei einer Bonlänge von 15 cm 6,75 Kilometer Bonrolle allein an einem Tag. Einziger Trost, die Italiener sind noch schlimmer dran. Bei ihnen ist die Bonpflicht schon länger in Kraft und dort ist der Kunde sogar verpflichtet, den Bon mitzunehmen, sonst riskiert er ein Bußgeld. Aber so weit wollte man in Deutschland dann doch nicht gehen. Na, wenigstens haben es Italiener schlimmer als wir. Als ob die nicht schon genug geschlagen wären mit dem italienischen Fußball. Aber genau hier kommen wir zum Hauptproblem. Nicht dem italienischen Fußball, den kann keiner retten, sondern dem Hauptproblem der Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr, zufällig auch der Spitzname des Maskottchens von Schalke 04. Sobald ein Auftrag eingeht, sei es der Kauf eines schnöden Brötchens, wird der Auftrag für das Finanzamt erfasst. Egal, was nun zu dem Brötchen verkauft wird. Vielleicht noch ein Käffchen oder ein Flugzeugträger to go und zum Abschluss wird der Bon gedruckt. Selbst wenn man am nächsten Tag wiederkommt und nun den Flugzeugträger umtauschen möchte, weil die Farbe nicht mehr gefällt, wird der originale Auftrag nicht gelöscht, sondern es entsteht ein neuer Buchungsauftrag. Und jeder, der schon einmal aus Versehen eine Buchung falsch kontiert hat und nun diese West Coast der Bilanzplayer aus der Buchhaltung einen Aufstand machen, weil sie wieder erwarten auch mal selber arbeiten müssen und nicht SAP, kennt das Prozedere. Natürlich ist keiner von der Buchhaltung auch nur ansatzweise cool, aber ich will es mir nicht mit Cora aus der Buchhaltung verscherzen. Immerhin müssen wir gucken, wo wir dieses Jahr aus steuerrechtlichen Gründen drehen. Hoffentlich nicht wieder aus einem Briefkasten in Panama. Der ausgedruckte Bon ist natürlich Wahnsinn. Wahnsinn, weil das Thermopapier nicht mit normalem Papier recycelt werden kann, sondern in den normalen Müll kommt, der letztlich verbrannt oder nach Indonesien verschifft wird, je nachdem, was gerade billiger ist. Alleine Rewe hat bereits moniert, nun rund 140.000 Kilometer zusätzlicher Kassenbons im Jahr rausgeben zu müssen. Allerdings muss man zu Rewe auch wieder sagen, dass 80% auf dem Bon reine Werbung sind. Würde man die einsparen, könnte man vermutlich sogar 200.000 Kilometer vermeiden. Und deshalb meldete sich nun jemand aus seinem Winterschlaf, der seit 1999 andauerte. Wirtschaftsminister Altmaier stellt sich in einem Brief jetzt gegen die neue Kassenzettelpflicht und damit gegen den Finanzminister. Lieber Olaf, schreibt er, dies wird zu einem Mehraufwand an Bürokratie führen und im gesamten Handel werden Milliarden zusätzlicher Bons gedruckt und in den allermeisten Fällen direkt im Müll landen. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen sollte dieser Abfall vermieden werden. Mit freundlichen Grüßen, dein Peter. Wir kämpfen an vielen Stellen gegen Bürokratie und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir Regelungen machen, die man niemandem erklären kann, über die sich viele Mittelständler erregen und die von den Bürgern auch nicht nachvollzogen werden. Erst einmal eine kleine Frage am Rande. Hatte der Peter beim Unterschreiben einen Schlaganfall? Schon wieder? Aber warum, lieber Peter, kam nun die Regelung der Kassenbonpflicht, die man nicht erklären konnte? Wäre es nicht vielleicht Aufgabe einer, und ich spinne hier echt einfach nur mal so rum, zum Beispiel einer Regierung, die den Menschen erklärt, was für Gesetze sie so erlässt und warum? Sind wir hier jetzt bei Jens Spahn oder was? Aber warum muss es einen Bon geben? Weil leider nur der gewährleistet, dass wirklich eine Buchung stattgefunden hat. Wird er nicht ausgedruckt, könnte man die Rechnung nun abbrechen und das Geld wieder wie vorher komplett an der Steuer vorbei in die eigene Tasche stecken. Das betrifft jetzt weniger Rewe als wieder den Bäcker um die Ecke. Aber die Verordnung zur Bestimmung der technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr, denkt ihr mal selber was dazu aus und schreibe es in die Kommentare, hat einen signifikanten Fehler. Bargeldkassen werden weiterhin erlaubt. Also genau die Orte, wo die meisten Steuerbetrüge stattfinden und eben nicht bei elektronischen Kassen. Also fassen wir einmal zusammen.
Letztes Jahr wurden mehr fette SUVs in Deutschland zugelassen als jemals zuvor. Mehr Deutsche denn je sind mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und wir haben sensationelle 80 Kilo Lebensmittel weggeschmissen. Jeder einzelne von uns. Aber bei einem beschissenen Bon finden wir auf einmal unser Umweltbewusstsein wieder. Ein Bon, der den Steuerbetrug eindämmen soll. Oh, und sind wir mal ehrlich, wenn wir diesen Bon einfach in die Botanik werfen, dann sind wir doch die Umweltsünder und nicht der Bon. Aber ja, wir hatten fast 3 Jahre Zeit, diese Regelung besser zu machen. Und jetzt fällt uns das erst ein, nachdem das Kind ins Wasser gefallen ist. Sind wir denn hier bei Jens Spahn oder was? Denn dann haben wir den Punkt am Ende erreicht. Wenn wir Regelungen machen, die man niemandem erklären kann. Nur irgendetwas ist noch komisch an dem Brief vom lieben Peter. Hat er gar in diesem Brief den berühmten Peter-Code versteckt? Und da Tom Hanks Besseres zu tun hat, versuche ich den mal zu entschlüsseln. Dafür nehmen wir mal das Original vor, legen alle 6 Seiten nebeneinander und markieren den ersten Buchstaben jeder Zeile und den letzten Buchstaben und tauschen die willkürlich aus. Und dann steht da: Hilfe, Hilfe, ich bin nur ein Kind, gefangen im Körper von Peter. Außerdem meinte der Sigmar zu mir, dass der Job als Wirtschaftsminister voll easy ist. Ist er aber gar nicht. Ich muss an manchen Tagen sogar im Büro sein und das sogar teilweise angezogen und nicht mehr nackt wie früher im Kanzleramt. Total unloyal. PS. Ich hoffe, dass du, lieber Florian, diesen Code entschlüsselt hast, denn wir, die Kanzlerin, Annegret und ich, haben dich auf dem Radar. Erst jetzt? Wo wart ihr die letzten 3 Jahre? Also, arbeiten ganz bestimmt nicht. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.